what really hurt my wife and myself the most was the fact that he said all our seeds and plants that we had left, all our research and development that for 50 years, because of the contamination, goes to Monsanto. Und das Gleiche gilt natürlich für das ganze Saatgut, das wir entwickelt haben. Wir können es nicht weiterhin verwenden, wenn sich darin Saatgut von Monsanto befindet. Und damit ist 50 Jahre Zuchtarbeit und Samenweiterentwicklung zerstört. So we were devastated by the ruling, and we decided to fight more, and then we applied to the Federal Court of Canada with 3 judges, but basically their decision was the same as the trial judge. Dieses Urteil wollten wir nicht so stehen lassen und haben beschlossen, also in Berufung zu gehen, vor ein Berufungsgericht mit diesmal 3 Richtern. So by this time we had spent about 4 years of our life in legal battles, about $300,000, and we didn't know what else to do, but we decided to take it to the Supreme Court of Canada. Nach der Entscheidung des Berufungsgerichts, das grundsätzlich die Entscheidung des ersten Richters anerkannt hat, haben wir trotz 4 Jahre Gerichtsstreitigkeiten und Rechtskosten von mittlerweile $300.000 beschlossen, dass wir diesen Fall ans oberste Gerichtshof bringen wollen. So at the Supreme Court we could bring other items in besides patent infringement, and some of the other items was this. Wir haben also diese Sache vor den obersten Gerichtshof gebracht und hier einige Punkte in dieser Verhandlung. And when I use the term higher life form, basically we mean anything that comes from a seed. Wenn ich den Terminus höhere Lebensform verwende, dann meine ich damit alles, was aus einem Samen entstanden ist. And one of the important ones was, can living organisms, maybe this seeds, plants, genes, human organs, und die Frage ist, können lebendige Organismen, seien es Pflanzen, Tiere, Teile von Organe, be owned and protected by corporate patents on intellectual property? Also können lebendige Lebensformen Besitz einer Firma werden und durch Patent geschützt sein. Another issue, can farmers' right to grow conventional or organic crops be protected? Eine weitere Frage, die wir vor dem oberen Gerichtshof behandelt haben wollten, war, können sich konventionelle Bauern und biologisch arbeitende Bauern schützen vor GVO? And can farmers keep the ancient right to save their own seeds and develop them further if they so want to do so? Und wie sieht es aus mit dem Recht der Bauern, Saatgut zurückzuhalten, weiterzuentwickeln, für die nächste Saison einzusetzen? But one of the most important issues to my wife and myself, we said to the Supreme Court, who owns life? Who has the right to control life? Und eine zentrale Frage für meine Frau und mich war, wer besitzt das Recht auf Leben? And we had said that no individual, no corporation should have the right to put a patent on life. Life is sacred and it has to be protected. Und die Haltung von meiner Frau und von mir ist, dass keine Firma und auch kein Mensch andere Menschen oder Teile des Genpools besitzen darf. Now, this is what the Supreme Court ruled. First of all, Monsanto wanted over $1 million in fines from my wife and myself. Also Monsanto wollte von uns $1 Million. And the Supreme Court ruled that we did not have to pay Monsanto no money. Und der oberste Gerichtshof hat entschieden, dass wir Monsanto kein Geld zahlen müssen. Because we did not benefit from the contamination. Weil wir nachweisen konnten, dass wir durch die Verunreinigung mit Monsanto-Saatgut keinen wirtschaftlichen Profit gezogen haben. But what was not fair, the Supreme Court ruled Monsanto has to pay their legal bill of $2 million. My wife and I have to pay our own legal bill of $400,000. Nichtsdestotrotz hat der oberste Gerichtshof entschieden, dass Monsanto die eigenen Gerichtskosten tragen müsse, aber meine Frau und ich auch unsere Gerichtskosten, die sich auf $400.000 beliefen. And that was not fair because it's a lot easier for a corporation on a test case to pay $2 million than a farmer to stand up for the rights of farmers to pay $400,000.
Und ich empfinde das als äußerst ungerecht, weil ein Multikonzern kann sehr leicht $2 Millionen aufbringen, während hingegen es für einen Farmer, für einen Bauern sehr schwer ist, $400.000 auszugeben für ein Gerichtsverfahren und seine Rechte einzustehen. Now, on the issue of who owns life, this is what the Supreme Court ruled, and I think this is very important for you to hear. In Bezug auf die Entscheidung, wem gehört Leben, wer besitzt Leben, hat der oberste Gerichtshof folgende Entscheidung getroffen. So, the Supreme Court ruled this: Monsanto's patent on a gene is valid. Der oberste Gerichtshof hat entschieden, dass das Patentrecht von Monsanto aufrecht ist. And wherever that gene arrives in any higher life form, they own and control that higher life form. Das bedeutet, immer wenn sich ein Patent von Monsanto in einer Lebensform, in einem Organismus wiederfindet, gehört diesem Organismus Monsanto. So now we have more problems than we have answers in Canada, because how far can you go? If you can patent a seed or plant and own a seed or plant, what about a bird, bee, fish, and even a human being? Und nun haben wir natürlich mehr Fragen als Antworten in Kanada, weil wo hört die Grenze von Eigentum auf? Ist es bei einem Fisch, ist es bei einem Vogel, ist es bei einem Tier, bei einem Menschen? So the Supreme Court also said it has to go back to the Parliament of Canada to bring in new laws, new regulations to protect life and protect farmers' rights. Und der oberste Gerichtshof hat entschieden, also dass diese Frage, wem gehört Leben, zurückgehen muss als an das Parlament und dass das Parlament hier eine neue Gesetzgebung schaffen soll. We think that Monsanto thought they had a major victory when the Supreme Court ruled they own and control a higher life form. Wir nehmen an, dass Monsanto dachte, die Firma hätte einen großen Sieg errungen mit diesem Urteil. But now that has come home to haunt them, because we know that once you put a new life form in the environment, you cannot control it, you cannot have coexistence, you cannot contain it. Now we have a liability issue. Aber es stellt sich langsam heraus, dass es ein Pyrrhussieg war, dass das kein Erfolg unbedingt für Monsanto ist. Denn jetzt haben wir Fragen in Bezug auf, wer hält diese GVOs, die Besitz von Monsanto sind, unter Kontrolle? Wie ist es mit der Frage der Koexistenz und wie ist es mit der Haftungsfrage? So if they introduce a new life form in the environment and they cannot control it and they destroy an organic farmer or conventional farmer, they should pay for the damages. Denn jetzt stehen wir nämlich vor der Situation, dass was passiert, wenn Monsanto zum Beispiel einen konventionellen oder einen Biobauern zerstört, indem es seine Ernte unverkäuflich macht. Dann stellt sich die Frage nach der Haftung für Monsanto. So we watched our fields very closely after that, and in 2005 we noticed again there was some of Monsanto's GMO rapeseed on one of our fields. Wir haben natürlich also in der Zeit nach dem Gerichtsurteil unsere Felder genau kontrolliert und haben festgestellt, dass 2005 wieder Raps von Monsanto auf unseren Feldern wächst. We notified Monsanto that we thought there was some GMO, Monsanto's GMO gain on our field, and they came out to check it to see if it was indeed Monsanto's GMO rapeseed again. Wir haben Monsanto davon in Kenntnis gesetzt Monsanto ist gekommen, um zu überprüfen, ob diese Rapspflanzen wirklich von ihrer Firma seien. And after 2 days they confirmed to us in writing, yes indeed, it was their GMO contamination again on this field. Und 2 Tage später haben sie uns schriftlich bestätigt, dass es sich tatsächlich um ihren Raps handle. And because we were starting to do mustard research, they asked us what we wanted to have done with the contamination of their GMO rapeseed. Das Feld, auf dem wir die Verunreinigung festgestellt haben, haben wir genutzt, um mit Senfpflanzen Forschung zu machen. Und Monsanto hat uns gefragt, was wir nun vorhaben mit dem Raps, der die Felder von Percy Schmeiser verunreinigt. And because this field was fairly small, it was only about 25 hectares, we said to Monsanto we wanted every plant pulled out by hand. Da es sich um ein für unsere Begriffe kleines Feld handelt, nämlich 25 Hektar groß, haben wir zu Monsanto gesagt, dass wir möchten, dass sie die ganzen Rapspflanzen händisch entfernen.